Ein herzliches Willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. In der heutigen Sendung geht es wieder um die Entwicklungen am Aktienmarkt, Kryptowährungen, Fed-Entscheidung und um Trumps Wählerpolitik. In der letzten Woche gab es eigentlich am Kapitalmarkt nur ein bestimmendes Thema und das hieß Risikoreduktion. Kein Wunder nach all den Höhenflügen der KI-relevanten Aktien. Dass nicht mehr alle KI-Investitionen so euphorisch und unkritisch hingenommen wurden, hat sich ja schon im Kurs von Oracle gezeigt, welcher bis Freitag über 35% vom All-Time-High im September verloren hat. Aber auch die Credit Default Swaps, also Finanzderivate, mit denen man sich gegen einen Kreditausfall absichern kann, haben sich für Oracle im Preis verdoppelt. Grund dafür vor allem die steigende Verschuldung von Oracle. In kurzer Zeit wurden 18 Milliarden Dollar an Anleihen platziert und 38 Milliarden Verschuldung in Private Markets aufgenommen. Doch wie schon berichtet, ist vor allem OpenAI ausschlaggebend. Und wie das Wall Street Journal berichtet, entspricht der Verlust von OpenAI in diesem Quartal 65% des Anstiegs der zugrunde liegenden Gewinne von Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon und Meta. Wie groß die Differenz zwischen den Erlösen in dunkelblau und der Investitionen in hellblau der 4 IT-Riesen sind, seht ihr in folgender Grafik. Allen warnenden Stimmen zum Trotz geht Nvidia weiter davon aus, dass die gesamten KI-bezogenen Investitionen im Jahr 2030 3 Billionen US-Dollar übersteigen werden. Nicht verwunderlich, dass da schon einige Investoren wie auch Softbank mal ihre Gewinne mitnehmen. Die Rotation aus dem KI-Sektor ging vor allem in defensive Anlagen wie Gesundheit und Versicherungen. Und die vernünftige Korrektur im Tech-Bereich könnte trotz dem starken Verkaufsdruck am Donnerstag, und das war der schlechteste Tag für US-Tech seit dem DeepSeek-Sell-Off, noch weiter andauern. Hinzugekommen sind auch Signale, die die technischen Analysten proklamiert haben. Einige Hindenburg-Omen-Verkaufssignale wurden ausgelöst. Klingt dramatischer als es ist, denn das Signal ist nicht wirklich so zuverlässig, wie es klingt. Werfen wir mal eine Münze, ob die Korrektur in den Tech-Titeln schon vorbei ist. Die Nvidia-Ergebnisse am Mittwoch können da richtungsweisend sein. Eine Münze hat es aber noch dramatisch erwischt, den Bitcoin und seine Verwandten. Hier sieht man Verkäufe quer durch die Bank. Von institutionellen Anlegern, Kleinanlegern, ETFs. Diese verzeichneten seit Ende Oktober Abflüsse von 3 Milliarden US-Dollar und auch von Unternehmern, deren Geschäftsmodell auf Krypto basiert. So verlor Bitcoin vom All-Time-High bis dato ein Viertel seines Werts und befindet sich mit rund 92.000 Dollar sowohl auf einem 6-Monats-Tief als auch offiziell in einem Bärenmarkt. Und wie sehr die Performance zwischen Nasdaq und Bitcoin momentan hinkt, seht ihr in folgender Grafik. Eigentlich sollte dieser Spread nicht noch größer werden. Aber ob jetzt Bitcoin wieder steigt oder die Nasdaq durch Abgaben den Spread verkleinert, ist wieder einen Münzwurf wert. Wert haben auch andere Kryptos verloren. So etwa Ethereum minus 36% vom High oder Dogecoin mit minus 67%. Auch andere Anbieter mussten ordentlich federn lassen. Coinbase mit minus 36% Verlust oder MicroStrategy mit 63% Kurseinbruch. Ob es auch an den schlechten Umfragewerten lag, wissen wir nicht, aber die Meme-Coins der Bewohner des Weißen Hauses sind jedenfalls recht günstig zu haben. Melania Coin verlor 99% vom All-Time-High und Trump Coin immerhin 91%. Diese momentane Risk-Off-Bewegung sehen wir also nicht nur teilweise in den KI-Aktien, in den Kryptowährungen, sondern auch im Segment Private Equity. Auch hier eine Gegenbewegung zum S&P 500, aber das dürfte wohl durch die Flutung des Marktes durch die großen Hyperscaler zu erklären sein. Jedenfalls eine Entwicklung, die sehr genau zu beobachten gilt. Genauer beobachtet werden jetzt vor allem die Signale aus der Fed. Denn eine Zinssenkung im Dezember wäre nötig, um wieder in den Risk-On-Modus zu kommen und die Weihnachtsrallye zu sichern. Standen die Wahrscheinlichkeiten dafür vor ein paar Wochen noch bei knapp 70%, so gleicht die momentane Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung einem Münzwurf, 50-50. Die Veröffentlichung der lang verzögerten September-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag könnte aber neue Impulse liefern. Anhaltend hohe Inflation und hohe Lebenskosten, die letzten Siege der Demokraten und eine notwendige Wählermobilisierung haben Trump veranlasst, Importzölle auf eine Vielzahl von Lebensmitteln zu senken. Und für 2026 ist eine Zolldividende von mindestens 2.000 US-Dollar
für alle nicht sehr wohlhabenden US-Bürger geplant. Die könnte hunderte Milliarden Dollar kosten, obwohl es ja noch im Raum steht, ob die Gerichtsurteile die Zollentscheidungen des Präsidenten für rechtmäßig erklären. So ein Münzwurf Trumps an die Wähler wäre jedenfalls eine willkommene Ablenkung von dem Epstein-Damoklesschwert. Immerhin glauben 44% der Amerikaner, dass Trump in die Verbrechen Epsteins involviert war. Wie das wohl ausgehen wird? Auch da können wir eine Münze werfen, aber nicht mit einem neuen Penny. Denn da wurde die Produktion am 12. November für immer eingestellt. So, auch ich stelle jetzt meine Kapitalmarktinfo ein, aber nur bis nächste Woche. Alles Liebe, euer Uli. Thank you.